Wieder mal hat sich die Situation geändert und wieder einmal müssten wir unsere Pläne und unsere Gedanken komplett anders an eine andere Situation anpassen, aber alles weitere seht ihr im Video. Bam, bam, jiggity check, sag bam, bam, jiggity check, ja, yeah. Ist der Rhythmus meines Lebens. Willkommen zu Apple on the Road. Ich bin die Ascha. Ich bin der Christian und der letzte Stand war ja so, dass wir hier in Guatemala abwarten, bis die Grenzen in Richtung Süden aufmachen und wir dann in Richtung Panama fahren können. Wir stehen ja momentan immer noch auf dem Polizeiparkplatz. Klar, als wir ankamen, war es ein bisschen stressig für uns mit dem Gesundheitszeugnis, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber die Polizisten sind wirklich sehr nett zu uns. Sie haben auch gesagt, bleibt so lange ihr wollt. Und hier geht es uns wirklich gut. Wir haben alles, was wir brauchen, auch mit dem Städtle. Das ist wirklich schön, Antigua. Wir können jederzeit raus und wir haben hier wirklich alles, was wir brauchen. So schön das auch hier ist und wir genießen die Zeit, aber wir kriegen wirklich täglich Informationen zum aktuellen Stand. Und über eine haben wir uns ganz besonders gefreut. Das hieß, dass wir jetzt Mitte Juli wahrscheinlich die Inlandsgrenzen aufmachen. So schön das auch ist hier, aber wir haben gedacht, juhu, weißt, wir können uns ein bisschen bewegen. Wir sind ja Reisende und wenigstens ein bisschen im Inland. Wir haben von Guatemala noch nicht so viel gesehen und es wäre einfach die Chance, sich ein bisschen zu bewegen. Aber wie das so ist, kriegt man dann wieder eine zweite Info und die hieß, dass Mitte August der Höchststand erreicht werden sollten. Also der Peak von dem Virus. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn Mitte August der Höchststand ist, was das dann bedeutet, wie lange das braucht, bis das abflacht. Also sind wir wieder in der Situation, dass wir nicht wissen, wie lange wir hier jetzt noch feststecken. Ja, es ging dann halt auch drum, haben wir angefangen zu überlegen, hey, okay, was passiert, wenn wir es jetzt tatsächlich in Süden runter schaffen sollten, weil die Grenzen Oktober, November vielleicht wieder aufmachen. Und da ist unser Gedankengang oder unser Problem dabei einfach, wenn du es tatsächlich schaffst bis Costa Rica oder Panama runter und dann in den Ländern zwischendrin wieder was passiert, wieder irgendwas eskaliert, vielleicht nochmal eine Welle ausbricht, weil man nicht weiß, die Zahlen, die im Moment kommen, sind die geschönt, sind die reell, was geht wirklich ab, zum Beispiel in Nicaragua, dann ist einfach dein Weg zurück in den Norden komplett abgeschnitten. Also du kannst nicht weiter in Süden nach Südamerika, weil da im Moment auch noch alles zu ist. Plus du musst natürlich auch noch eine Fähre nehmen, die nicht ganz günstig ist. Und du kommst nicht mehr zurück in den Norden, wo einfach die etwas weiterentwickelten Länder wären. Und wir haben dann einfach gesagt, okay, wie können wir das alles machen? Weil wir haben ja immer auch das Problem in Anführungszeichen, dass wir das Auto und das Moped in die jeweiligen Länder importieren. Und der Import, der ist teilweise immer an dein Visa geknüpft oder einfach auch fürs Auto kürzer wie deine Visazeit. Also soweit unsere Infos, glaube ich, richtig sind, ist in Panama zum Beispiel 3 Monate, die du fürs Auto kriegst. Das Visa für uns wären aber 6 Monate. Dann kannst du natürlich das alles immer mit Verlängerungen und so, kannst dich da noch ein bisschen die Zeit ausweiten, aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du das Auto in einen Storage geben musst. Die Storage funktionieren so, du gibst es da rein und deine Importgenehmigung wird praktisch pausiert für die Zeit, wo das da drin steht. Das wiederum funktioniert aber auch nur bis zu 12 Monaten. Und wir haben jetzt halt schon von anderen gehört, man hört ja viel, heute übers Internet sowieso, dass ihre Autos jetzt schon über 12 Monate in den Storage waren und die dann konfisziert werden. Und das sind halt Risiken, die wir einfach nicht eingehen wollen. Jetzt ist halt für uns das Interessante, dass zum Beispiel in Mexiko wir für das Auto 10 Jahre kriegen. Das Moped zwar nur 6, aber das kann man irgendwie regeln, weil das nur ein kleines Moped ist. Aber unser Auto dürfte 10 Jahre in Mexiko bleiben, was schon mal echt eine richtig lange Zeit ist und das kriegt man auch sonst nirgends hier in den Ländern. Daher ist unser momentaner Gedankengang einfach, da wir die Pazifikküste in Mexiko noch nicht gesehen haben, und auch der Westen von der USA und Kanada noch nicht so intensiv bereist sind, dass wir uns jetzt im Oktober, wenn es die Situation und die Zahlen zulassen, erstmal zurück in Richtung Norden begeben. Wir haben auch Bekannte
mittlerweile in Mexiko, wo wir sagen können, hey, wie ist die Situation? Wir fragen die und wir haben auch Anlaufstellen, wo wir hinfahren können. Und das ist uns auch ganz wichtig. Dass wir wissen nicht, wie die Campingplätze sind und wir möchten auch jetzt nicht unbedingt reisen in Anführungszeichen, sondern dass wir wissen, wir haben einen Platz, wo wir einfach bleiben können in Mexiko. Und das wäre für uns momentan das, was wir uns vorstellen könnten. Ja, es geht ein bisschen auch darum, einfach uns vielleicht weiter in Richtung Norden durchzuschlagen. Erstens, weil Ascha da auch Familie hat in der USA und wir von USA und Kanada noch ganz, ganz viel nicht gesehen haben. Und wenn einfach dort die Möglichkeiten mehr sind, dass man sich freier bewegen kann, dass man reisen kann, dass wir uns dort aufhalten können, plus dann noch in Mexiko das mit dem Auto ist, dass das Auto dort lange bleiben kann, dann ist das einfach ein so viel, viel größerer Radius, wo du dich bewegen kannst und wo du schauen kannst, was du machen kannst, auch für vielleicht die nächsten 1-2 Jahre, weil sich das alles ja noch extrem hinziehen wird, dass wir einfach sagen, hey, okay, das macht viel mehr Sinn, wie uns jetzt in den kleinen Rahmen in den Süden runter zu begeben. Wie Ascha gesagt hat, wir stecken jetzt gerade so ein bisschen eine Route ab an der Pazifikküste von Mexiko und versuchen da einfach immer in Informationen zu kommen, wie sind gerade die Gegebenheiten, sind die Strände vielleicht offen, kann man in Campingplätze wieder einchecken und wie ist die allgemeine Situation. Und wir planen jetzt so ein bisschen, dass wir September, Oktober dann von hier losfahren wollen und vielleicht oder hoffentlich auch können. Also, wie ihr seht, es bleibt bei uns wirklich spannend. Wir wissen momentan nicht, wie es weitergeht, aber wir sind durchaus immer positiv. Ja. Also seid gespannt, bleibt dabei. Abonniert den Kanal, dass ihr auf gar keinen Fall verpasst, wie es weitergeht. Lasst uns bitte ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Würdet ihr sagen, hey, würde mich jetzt versuchen in Antigua zu immigrieren, hier was aufzubauen? Oder sagt ihr, nee, ich würde trotzdem im Süden weiterfahren? Würde uns einfach interessieren, was eure Gedanken dazu sind. Wir freuen uns, dass wir uns bald wiedersehen, nächste Woche. Ja, macht's gut, bis dann.